Ich bin Mama. Ich bin Tochter. Ich bin Autorin. Ich bin Gründerin. Ich bin Liebste. Ehefrau. Sportlerin. Partnerin. Seelsorgerin. Kreative. Bloggerin. Schwester. Buchcoach. Enkelin. Große Schwester. Studentin. Ich bin Juristin. Christin. Frau. Beste Freundin. Ich bin Weltreisende. Ich bin Dirigentin. Ich bin Freundin. Ich bin YouTuberin. Ich bin Künstlerin. Ich bin eine Frau. Hättet ihr nicht gedacht, ne? Und in letzter Zeit habe ich mich häufiger mal gefragt, was das eigentlich bedeutet. Klingt irgendwie philosophisch, oder? Aber sind wir mal ehrlich, für uns Frauen ist das manchmal gar nicht so einfach zu entscheiden, was wir im Leben wirklich wollen und was nicht, weil einfach so viel von uns erwartet wird. Wir sollen schön, unabhängig und sexy sein. Aber auch häuslich, anschmiegsam und gemütlich. Wir sollen Kinder kriegen, eine gute Mutter sein und die Familie organisieren. Aber auch berufstätig, karriereorientiert und natürlich mit der perfekten Figur. Wir sollen uns um unsere Eltern und unsere Großeltern kümmern. Wir sollen niemals die Freunde vernachlässigen. Aber wer schürt all diese Erwartungen? Können und müssen wir alles schaffen? Wir sagen nicht, dass die Männer sich nicht vielleicht auch mal ähnliche Gedanken machen. Aber allein bei der Kinderfrage kommen viele von uns an den Punkt, wo wir uns scheinbar entscheiden müssen. Karriere oder Familie? Aber müssen wir das wirklich? Wir treffen heute 3 ganz tolle Frauen mit ganz unterschiedlichen Lebenswegen und fragen sie mal nach ihrer Meinung. Hallo, ich bin Laura, ich bin 29 und ich bin Juristin. Ich habe jetzt im Sommer meinen Bachelor gemacht, Rechtswissenschaften studiert und mache jetzt meine Examensvorbereitung von zu Hause aus. Ich habe einen kleinen Sohn und da kann ich das besser organisieren, Zeiten so einteilen, wie es passt und muss mich an keinen Unterricht halten oder keine Bibliotheksöffnungszeiten. Also wahrscheinlich hast du dann im Studium festgestellt, dass du schwanger bist, dass du ein kleines Kind bekommst? Ganz genau. Mein Studium war ziemlich fortgeschritten. Ich habe mich gefreut. Gleichzeitig war aber schon abzusehen, dass ich das Kind alleine großziehen werde. Ängste hatte ich in dem Sinne nicht wirklich. Vor der Geburt überhaupt nicht. Während der Schwangerschaft kam schon hin und wieder mal der Gedanke, boah, schaffe ich das? Meine Familie hat sich sehr gefreut und meine Freunde im Studium oder meine engen Kommilitonen, die haben sich sehr gefreut. Die haben auch die Babyparty organisiert. Die haben auch Babysitter angeboten, dann zu sein später. Und ab dem 7. Monat hat man dann einfach auch was gesehen. Und ich wollte dann auch irgendwann einfach meinen Bauch zeigen. Und da war es dann negativ. Da wurde ich ausgefragt, obwohl ich die Leute gar nicht richtig kannte. Und das war nicht so angenehm. Aber nachdem ich die Abschlussarbeit abgegeben hatte, habe ich mich dann nicht mehr so oft in der Uni blicken lassen und dann ging das. Gerade die ersten 4 Monate hat mein Sohn nur geschrien. Ich habe nicht geschlafen. Und ich hatte aber den Anspruch an mich selbst, meine Prüfung zu schreiben, 6 Monate später, nach der Geburt. Und also habe ich parallel gelesen, wenn er dann mal so 30 Minuten geschlafen hat. Und jetzt ist es ganz klar ein Vorteil, er ist mittlerweile 4, er kann sagen, was er möchte. Das war ja in den ersten 4 Monaten gerade das Problem, dass ich nicht wusste, was ist das Problem. Und es wird leichter mit der Zeit. Ich bin glücklich mit der Entscheidung, ich bin glücklich, Mama zu sein, ich bin glücklich, meinen Sohn zu haben. Es ist ein tolles Kind, es ist schön mit ihm. Man muss auf seinen Bauch hören, auf sein Herz hören. Und ich glaube, es ist ganz gut, dass man vorher nicht weiß, wie schwer das ist. Sonst würde man sich viel öfter dagegen entscheiden, ein Kind zu bekommen im Studium. Also meine Mama ist eine sehr starke Frau. Hast du also von ihr? Man wächst mit seinen Aufgaben, Frau auch. Ich bin stolz auf meine Mama. Ja, sie hat 3 Kinder. Sie hat es alleine gemacht. Ihre Unterstützung ist einfach großartig. Sie könnte sich zur Ruhe setzen jetzt eigentlich. Ja, sie hat ihren Job gemacht. Sie ist aber eine tolle Oma und eine tolle Bezugsperson für meinen Sohn. Und das ist einfach richtig schön. Hallo, ich bin Hella, ich bin 28 Jahre alt, aus Berlin und bin Bloggerin. Ich habe angefangen, in Potsdam Jura zu studieren. Das war aber eher so eine Entscheidung, ja, ich kriege einen Jura-Studienplatz, dann nehme ich den. Aber ich habe tatsächlich durchgehalten. Kurz vorm ersten Examen habe ich schlapp gemacht, aufgegeben, beziehungsweise einfach was gefunden, was mir persönlich mehr Spaß, mehr Erfüllung gegeben hat. Und das ist dann im Prinzip das Bloggen gewesen, mein eigener Blog Advance Your Style. Da konnte ich mich verwirklichen. Ich konnte das machen, warum ich mich auch für Jura entschieden habe, schreiben. Ich hatte immer schon so dieses Künstlerische, also fotografieren und jetzt auch dann Video machen, macht mir einfach Spaß. Mit meinem Mann habe ich auch diskutiert, wie kann man das auf die nächste Stufe bringen? Und dann bin ich mit 2 anderen Bloggerinnen, mit mir zusammen 3, auf die Idee gekommen, ein Blogazin zu starten. Madison Coco heißt es. Wir versuchen halt ein Online-Magazin zu machen, was aber den persönlichen, authentischen Charakter, den ein Blog auszeichnet, quasi übernimmt. Ich möchte gerne dieses Netzwerken machen, zusammen Projekte angehen. Es ist generell einfach so, wenn du viele Köpfe zusammen hast, kommen tolle neue Ideen raus. Und wenn du Projekte zusammen machst, ein Video kommt raus, ein geiler Beitrag kommt am Ende raus, mit dem du Leute begeistern kannst, erreichen kannst, das ist
ein schönes Gefühl. Ich bin jetzt in einem Alter, in dem alle anderen tatsächlich halt anfangen, Kinder zu kriegen. Sie haben schon Kinder und ich halte mich dann quasi raus. Und ich finde es immer sehr bewundernswert, wie sie es machen. Aber ich sage dann ganz klar, für mich ist das jetzt nichts. Wenn ich mich dann erkläre, also das im Prinzip sage, dass ich die Zeit nicht haben möchte, ich möchte gern die Welt sehen, ich möchte gern reisen, dann sagen viele, okay, stimmt, so habe ich das nicht gesehen. Man muss nicht unbedingt Mutter sein, sondern man kann halt auch sagen, ich finde Erfüllung in anderen Sachen. Das ist halt normaler. Frau heißt arbeiten, Kind kriegen. Es ist noch nicht so akzeptiert irgendwie, dass man halt sagt, nein, ich werde nicht Mutter. Ein Kind braucht unglaublich viel Aufmerksamkeit und Liebe, damit es ein gutes, starkes Kind wird und ein Stück zur Gesellschaft beitragen kann am Ende. Und das kann ich im Moment nicht. Mir reicht mein Mann, mein Freund an meiner Seite, der stärkt mich. Aber natürlich, da wir beide Berufe haben, die uns sehr, sehr auslassen, aber auch ausfüllen, ist es natürlich, obwohl wir im gleichen Raum am Schreibtisch sitzen, trotzdem manchmal schwierig, da noch Beziehungen zu halten. Das ist, glaube ich, das Schwierigste in meiner Beziehung, dass man sagt, Cut, jetzt sind wir. Sonntag gibt es ein großes gemeinsames Frühstück, das bereiten wir zusammen zu und da wird dann auch wirklich ein Berg an Essen aufgefahren. Wenn schönes Wetter draußen ist, sage ich immer so, und jetzt gehen wir mal raus. Ich ziehe den Hut vor meiner Mama, was sie alles geschafft hat, also welche Stärke sie bewiesen hat. Ich muss dazu vielleicht sagen, ich habe 3 Schwestern und einen Bruder und sie hat uns alle großgezogen. Ich sehe halt, dass sie als Person nicht mehr wirklich da ist und sich jetzt erst langsam wieder selbst findet und ich möchte gerne immer da sein. Hallo, ich bin Annika, ich bin 28 Jahre alt und ich bin Buchcoach, Autorin und Bloggerin. Ich habe ganz klassisch angefangen mit Studium. Ich habe Business Administration studiert, habe in England studiert und bin dann in ganz normalen Beruf als Assistentin der Geschäftsleitung gegangen. Und alles war eigentlich ziemlich vorherbestimmt, wie mein Werdegang aussehen sollte. Es war so, dass es der Firma irgendwann nicht mehr gut ging und sie einige Mitarbeiter entlassen mussten. Und da ich halt noch nicht so lange da war, war ich eine von denen, die leider gehen mussten. Und dann habe ich das als Neuorientierungspunkt genommen und mir überlegt, okay, was will ich denn jetzt eigentlich machen? Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich möchte eigentlich gerne was mit dem Schreiben machen. Ich habe alte Notizen in meinem Schreibtisch gefunden, die ich mal ein paar Jahre zuvor angefertigt hatte. Weil ich habe eigentlich schon immer geschrieben, aber nie mit dem Hintergrund, dass ich das mal irgendwie beruflich oder professionell machen könnte. Mein erstes Manuskript, was ich dann später hatte, war ein Frauenroman. Und als ich das fertig geschrieben hatte, noch gar nicht mit der Option, das zu veröffentlichen, habe ich gedacht, vielleicht kann man da ein echtes Buch draus machen. Ich habe mich informiert, wie das geht und wie man einen Verlag findet und bin auf Self-Publishing gestoßen. Das hat sich mehrere tausend Mal verkauft und ich dachte, oh, aha, es macht Spaß und es funktioniert, das kann ich ja vielleicht weitermachen. Es war sehr, sehr viel Arbeit. Also Korrektorat habe ich extern vergeben und auch Lektorat, aber ansonsten lag alles an mir. Immer wenn ich mich damit beschäftigt habe und mit Sachen, die mit dem Schreiben zu tun haben, dann hat es mich erfüllt. Dann war ich froh, dann bin ich freiwillig um 6 Uhr morgens aufgestanden, um vor der Arbeit noch dann zu schreiben. Und ich dachte, okay, was ist, wenn ich das als Beruf machen kann? Ich möchte gar nicht jeden Tag aufstehen und schreiben. Ich möchte gerne mehr Vielfalt haben. Mit allem, was ich liebe, so viel Geld verdienen, dass ich mir erlauben kann, auch alles auszuführen. Mir wurden oft schon verständnislose Blicke entgegengebracht, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man für sich selber entscheidet. Ich stehe dahinter und ich mache das und ich glaube an mich und ich werde da eines Tages stehen und sagen, habe ich doch gesagt. Ich überlege natürlich, falls es mal Kinder gibt, wie das irgendwie mit der Selbstständigkeit zu vereinbaren ist. Gerade als Selbstständiger, glaube ich, ist es so, wenn man erstmal ein Jahr aussetzt und sich gar nicht blicken lässt, ist es schwer, wieder die Umsätze von vorher zu generieren. Ich weiß, dass es Möglichkeiten gibt, es in den Griff zu bekommen. Und dementsprechend lasse ich mich auch nicht einschränken von außen, von Leuten, die sagen, es geht nicht oder auch von irgendwelchen Systemen, sondern sage, okay, ich möchte das und wie kriege ich das hin? Meine Mama war zum Beispiel sehr unglücklich in ihrem Job. Und das hat mich sehr geprägt, weil sie immer darunter gelitten hat, dass sie einen festen Job hatte, wo sie nicht das tun konnte, was sie wollte. Und ich glaube, das hat mich bestärkt, einen anderen Weg zu gehen. Selbst wenn man Angst hat, man schafft es einfach. Also wenn ich jetzt zurückblicke und mir überlege, ich hatte ein Jahr, glaube ich, Schlafentzug, extremen Schlafentzug. Das glaubt man gar nicht. Ich habe es geschafft. Wenn jetzt so eine Entscheidung ansteht, bekomme ich ein Kind oder bekomme ich kein Kind. Es wird nie den richtigen Zeitpunkt geben und es ist zu schaffen. Und wenn das Kind dann da ist und also im Hinblick auf Mama sein, es ist euer Kind. Man ist ja trotzdem ein Mensch. Man ist ja nicht nur Mutter. Es ist wichtig zu entscheiden, was man selber möchte. Weil es wird einem von Kindesbeinen an
erzählt, was man angeblich möchte und was man angeblich machen soll. Mein Fehler war, zu sehr auf das zu hören, was andere gesagt haben und von mir sich gewünscht haben. Sich selbst mehr schätzen, kennenlernen und sich dafür auch Zeit nehmen, weil wenn man jung ist, kann man das noch machen. Je weiter man das nach hinten rausschiebt, desto mehr Lebenszeit hat man schon, in Anführungsstrichen, verschwendet, um das zu tun, was man gerne machen möchte, worin man gut ist. Es ist euer Leben, ihr lebt das Leben nur einmal, ihr wisst nicht wie lange. Also hört auf euren Bauch. Fragt euch, was sind meine Werte, was will ich? Fakt ist, wir sind nicht alle Superwoman und wir können nicht alles immer perfekt schaffen. Aber Fakt ist auch, dass wir das gar nicht müssen. Wir müssen nur aufhören, uns unter Druck setzen zu lassen von den eigenen Erwartungen, denen der Familie und der Gesellschaft und anfangen zu fühlen, was wir wirklich wollen. Ist man egoistisch, nur wenn man sich gegen Kinder entscheidet? Nein, man ist mutig genug, auf sich selbst zu hören. Ist man verrückt, weil man sich in jungen Jahren für ein Kind entscheidet, auch wenn die Situation vielleicht nicht passt? Nein. Man ist mutig, wenn man auf sich selbst hört. Ist man naiv, wenn man sich für einen beruflichen Weg entscheidet, auch wenn es nicht der gerade Weg ist? Nein, man ist mutig genug, auf sich selbst zu hören. Lasst euch nicht einschränken und entscheidet mutig, was ihr euch für euer Leben wünscht, unabhängig von Rolle und Erwartungen. Wir sind mehr als das. Ich bin Künstlerin und Seelsorgerin. Ich bin Mama und Juristin. Ich bin große Schwester und Gründerin. Ich bin YouTuberin und beste Freundin. Ich bin Buchcoach und Ehefrau. Und Schwester. Und Weltreisende. Und Dirigentin. Und Musikerin. Und Kreative. Und Und ich entscheide. Ich bin Frau und ich entscheide. Und ich entscheide. Und ich entscheide. Und ich entscheide. ich bin Frau und ich entscheide.